Moin zusammen. Hier ist Wunschschnecke Mobil mit Sonja und Michael. Kommt mit zu diesen schönen Etappen und Stellplätzen auf unserer Rückreise mit dem Wohnmobil durch Frankreich und Deutschland. Ihr erfahrt in diesem Reisebericht auch, wo wir uns ein bisschen wie bei Harry Potter fühlen. Wir starten. Viel Spaß bei diesem Video. Auf dieser Karte haben wir für euch unsere Stopps markiert, die sich gut für die Wohnmobilreise von und nach Spanien eignen. Wir übernachten in Bud, einem sehr kleinen Dorf im Weinanbaugebiet Côte d'Ivoire. Der kostenlose kommunale Stellplatz ist schön angelegt und befindet sich auf einem gemischten Parkplatz. Nachts ist es hier sehr ruhig. Tagsüber wird der Parkplatz von Wanderern und Touristen genutzt, die die wunderschöne Umgebung erkunden. Im April, in der Nebensaison, ist jedoch nicht viel los. Es gibt 11 lange, aber etwas schmale Parzellen, die durch Büsche abgetrennt sind. Jo, moin. Rückfahrkamera dicht, putzen. Hinter dem idyllischen Stellplatz und den Picknicktischen fließt ein kleiner Bach entlang. Die Umgebung bietet vielfältige, interessante Wanderrouten, Ausflugsziele und Möglichkeiten, mit dem Hund Gassi zu gehen. Die Fähr- und Entsorgung ist grundsätzlich auch von längeren Mobilen nutzbar. Probleme beim Einparken kann es jedoch geben, sofern der Parkplatz direkt hinter und die E-Ladesäule vor der Entsorgung besetzt sind. Wasser kostet 2 Euro.
Ja, die schmale Ortsdurchfahrt ist schon ein kleines Erlebnis. Aber zum Glück ist hier sehr wenig Verkehr. Weiter geht's zum 8 Kilometer entfernten Dorf Villeneuve-Lembron. Leider wird im dortigen hübschen Schloss der Presslufthammer geschwungen. Also fahren wir weiter. Unsere Fahrt führt uns auch über die A79 mit der neuen schrankenlosen Maut Flux Libre. Darüber gibt es von uns ein Video, das wir euch hier oben verlinken. Wir fahren zum Stausee bei Longeau-Perchet. Die Zufahrt geht direkt von der D67 ab, ist aber auf 3,5 Tonnen begrenzt. Der Parkplatz liegt sehr schön direkt am See. Mittlerweile ist der Parkplatz mit einer Barriere auf 2,20 Meter Höhe begrenzt. Es gibt allerdings ein kleines Stückchen weiter einen anderen Parkplatz, der derzeit noch offen sein soll. In Longeau-Perchet liegt an einem Kreisel an der D974 auch ein Stellplatz mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. I'll take you anywhere, just tell me I'll be there. We don't need a plan, I like it unprepared. Das Dorf Bulgneville liegt direkt an der A31 bei der Autobahnausfahrt Nummer 9 Epinal. Der kommunale Stellplatz der Gemeinde eignet sich deshalb sehr gut als Etappenplatz. Es gibt zwei ausgeschilderte Anfahrtswege. Einer davon ist gewichtsbeschränkt. Wir fahren hier über die andere Zufahrt.
Es gibt 2 Bereiche, an denen Wohnmobile stehen dürfen. 11 Plätze hier im Rundel direkt am See. So dream away. So dream away. Take you anywhere. Just tell me I'll be there. 11 weitere Plätze sind neben der Sporthalle. Whatever comes our way, just stay there for the day. So dream away. Je nach Windrichtung hört man die Autobahn hier ein kleines bisschen. So dream away.  Im Sommer kostet der Stellplatz 5 Euro, im Winter 4 Euro. Abends wird das Geld von einem Gemeindemitarbeiter eingesammelt. Find what I'm seeking. Bis 8 Meter Länge steht man hier ohne Probleme. Scars from another time. 2 französische Toiletten sind auch vorhanden und wurden auch gerade gereinigt. Into the clouds. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. I like it unprepared. Whatever comes our way, we'll stay there for the day. So dream away. Fern- und Entsorgung ist kostenlos. Im Winter ist das Wasser abgestellt. Strom ist nicht vorhanden. Just tell me I'll be there. Whatever comes our way, just stay there for the day. So dream away. So dream away. Clear up my vision. Das Ortszentrum mit Bäcker und Restaurant erreichen wir in 5 Minuten zu Fuß. Turned up from black and white. Find what I'm seeking. Leave my troubles behind. Scars from another time. We're leaving now. Into the clouds. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. Das Internet über unseren mobilen Router ist ausgezeichnet. In Toul parken wir direkt neben der imposanten Kathedrale Saint-Étienne. Ab 1221 begann der Bau der Kathedrale. Sie wurde 1496 weitgehend fertiggestellt.
Im Zweiten Weltkrieg wurde sie stark beschädigt und erst im Jahr 2008 war sie wieder vollständig restauriert. In den Gängen des angegliederten Klosters fühlen wir uns ein bisschen wie in einem Harry Potter-Film. Für unsere Weiterreise nach Deutschland gibt es erstmal eine kleine Stärkung. Zurück in Deutschland empfängt uns ziemliches Regenwetter. Wir fahren auf den neu angelegten Wohnmobilpark am Liesarbogen in Dau. Die Anmeldung erfolgt an diesem Automaten. Für Zusatzleistungen wie zum Beispiel Dusche, Wasser und Strom lädt man Guthaben auf. Alle Leistungen werden exakt nach Verbrauch abgerechnet. Hier könnt ihr sehen, was wir bezahlen. Nach Bezahlung erhalten wir diese Chipkarte. Das Restguthaben und Kartenpfand werden später bei Rückgabe der Karte vor der Abfahrt wieder gutgeschrieben. Es gibt einen geschotterten Bereich und einen gepflasterten Bereich, für den wir uns bei diesem Wetter entschieden haben. Bei unserem Aufenthalt werden noch Restarbeiten durchgeführt, mittlerweile ist der Stellplatz aber vollständig nutzbar. Hier finden auch sehr lange Liner eine große Parzelle. Großer Vorteil dieses Platzes: über die Internetseite kann man jederzeit sehen, wie viele Plätze gerade frei sind. Über diesen Weg dort hinten kommt man in den Ort.
Das WLAN vom Stellplatz ist echt super. Es gibt 4 Sanitärräume. Hier hält man die Chipkarte vor, um die Tür zum Waschhaus zu öffnen. Alles ist top und super sauber. Schade, dass man die Fenster nicht kippen kann, um die feuchte Luft nach dem Duschen rauszulassen. Und ihr kennt das ja. Zum Ende einer Tour geht's auf einen Stellplatz in der Nähe zum Entsorgen. Oha, ein neuer Ticketautomat. Mal sehen. Also, man müsste theoretisch ein Ticket ziehen. So ein Quatsch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns ein Stück auf dieser Wohnmobilreise zu begleiten. Falls ja, lasst einen Daumen da, empfehlt uns auch gerne weiter und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.